Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe und ihr kennt es ja schon, diesmal beschränktes Wachstum, ähm, die Differentialgleichung davon und wie gehabt haue ich euch die Formel einfach mal um die Ohren und erkläre euch dann, was passiert ist. Aber davor möchte ich noch kurz euch hier was zeigen. Ich habe eine bisschen angenehmere Formel rausgesucht. Die könnt ihr euch jetzt mal vorstellen wie eine, äh, wenn wir es vorhin schon von Pizzen hatten, wieder von einer Pizza. Diesmal ist sie im Backofen gewesen und ja, hatte schon eine gewisse Temperatur und kommt jetzt da raus und Zimmertemperatur, wir lassen sie abkühlen und schauen mal, was passiert. Ja, jetzt schauen wir mal, da ich hier eine neue Formel habe, ist es eigentlich ideal, um euch ein bisschen zu foltern und zu quälen und euch rausfinden zu lassen, was die einzelnen Werte sind. Jetzt, was ist es? Falls ihr das ganz schnell seid, könnt ihr es einfach durchlaufen lassen, das Video. Ansonsten würde ich euch empfehlen, überlegt und pausiert und ich erkläre euch das ganz kurz. Und ja, also B von T ist die ganze Formel hier. Dann kommt als erstes mal S. Also S steht schon mal hier. S ist 20. Gut. B von 0. B von 0 haben wir nicht direkt. Das ist verwurstet hier mit S minus B von 0. Okay. S minus B von 0. Wir haben hier 20 als S und 70 ist S minus B von 0. Okay, da können wir jetzt schon fast wieder eine Formel aufstellen. 20, nee, 70 ist gleich 20 minus B von 0. Klar soweit? Also ich mache das gerade mal sogar hier. Ähm, na, 70 ist gleich S minus B von 0. Eieiei, heute habe ich es aber. Jetzt. Ähm, und dann ziehen wir S auf die andere Seite rüber. Ja, okay, vielleicht doch keine Pizza. Fällt mir gerade so auf. Minus S. Minus S sind 20, also minus 20 dann, wenn es minus S ist. Und dann haben wir hier 50 stehen. Und ihr seht, das ist minus B von 0. Das heißt, B von 0 ist minus 50. Also vielleicht eine gefrorene Pizza. Auch nicht direkt. Sollen sich weiter kümmern. Ihr könnt euch vielleicht was drunter vorstellen. Das ist halt eine sehr stark gefrorene Pizza. Also haben wir hier minus 50. Und K. K finden wir hier oben. In unserer Formel heißt es minus KT, das heißt K ist nur 0,56, nicht minus 0,56. Weil das Minus gehört ja in die Formel rein. So, und das wäre es auch schon. Jetzt haben wir die einzelnen Werte. Nur mal so als kleine Übung, falls ihr mal so eine Funktion gegeben habt und nur damit rechnen müsst oder die Ableitung davon bilden müsst. So, jetzt habe ich die ganze Formel hier zweimal hingeschrieben. Das Ganze hat einen Sinn. Ich bin nicht zu blöd zum Schreiben. Und zwar leiten wir jetzt das Ding mal ab. Deswegen kommt hier als erstes mal ein Strich vorne dran. Und beim Ableiten fällt ein eine einsame Zahl, unser S zum Beispiel, ohne irgendeine Verbindung, eine Malverbindung, also wenn es hier Mal stehen würde, wäre es was anderes, aber ihr könnt euch das hinten dran vorstellen als plus 1000. Das fällt ja beim Ableiten einfach weg. Und jetzt haben wir einfach, das da vorne können wir einfach wegmachen und können es hier hinten hinschreiben, plus S. Das heißt, das S fällt mal weg. Das heißt, ich packe das hier schon mal raus. Ja, mit dem S minus. Nee, das war nicht so gedacht. Das Minus bleibt stehen. So, jetzt. Das S minus B von 0 ist nicht ganz so einfach. Das ist ja ein Faktor vor unserer Zahl hier. Das ist ja im Prinzip kommt da, sagen wir mal, 70 raus, wie hier unten. Und mal E hoch minus KT, das muss ja dann stehen bleiben. Also es bleibt einfach stehen und da passiert nichts weiter damit. Ähm, gut. E hoch minus KT leiten wir ab, indem wir das da oben als Ableitung vorne dran schreiben. Die Ableitung von minus KT, da fällt ja das T dann weg, ist einfach minus K. Das heißt, minus K mal. Ups, nicht bloß mal, tut mir leid.
das Ganze in Klammern setzen. Nicht vergessen, ist wichtig. Eigentlich ist es hier nicht so sehr wichtig, aber es passt schon. Gut, minus k mal minus den ganzen Kram hier macht plus. Dann können wir die Klammer schon wieder auflösen. Aber lieber eine Klammer zu viel als eine zu wenig. So, und jetzt haben wir hier S minus B von 0 mal E hoch minus KT. Das ist ja genau dasselbe wie das hier alles. Ja? Gut. Nur, es ist andersrum, weil hier haben wir ja ein Minus vorne dran. Hier haben wir das Ganze ein Plus. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder als B von T schreiben wollen, was wir ja immer wollen, frag mich bitte nicht wieso. Ah, komm schon. B von T. Jetzt. Minus B von T. So. K mal minus B von T. Jetzt fehlt uns aber, also jetzt haben wir den Teil hier haben wir erfüllt. Jetzt fehlt uns aber noch das S. Was ist mit dem S passiert? Das ist ja weg. Das heißt, wenn wir das so schreiben, haben wir erstens mal die Formel von hier unten. Oh, was macht das hier oben? Und zweitens haben wir das S auch hinbekommen. Ja. So viel dazu, wie ich auf die Formel komme. Deswegen kann ich das hier schon mal gleich löschen. Jetzt, was kann ich mit dem Dingens anfangen? Im Prinzip könnt ihr damit nicht sonderlich viel machen. Ihr könnt halt wie immer, oder wie beim exponentiellen Wachstum auch, rausfinden, wie viel steigt oder sinkt gerade irgendwas. In dem Fall, wie viel taut meine 50 Grad tief, minus 50 Grad tiefgefrorene Pizza bei Zimmertemperatur auf. Ja. Also in dem Fall ist die Ableitung dann halt, wie viel Grad pro Minute oder pro Sekunde oder was weiß ich, was T ist, steigt dann hier meine Funktion. Gut, das K, also es ist auch recht nützlich, wenn ihr wieder mal nur B' von T gegeben habt und dann halt B von T rausfinden sollt. Dann könnt ihr hier einfach, oder zum K rausfinden, das ist auch sehr hilfreich, da könnt ihr dann einfach die Werte einsetzen, die ihr habt und könnt dann halt das ausrechnen, was ihr braucht. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen. Und wenn ihr dazu noch irgendwie Fragen habt, dann meldet euch einfach. Schreibt es in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.